Ich mache hauptsächlich Popmusik und bin da als Produzent tätig. Das heißt, ich komponiere, ich nehme Sachen auf, ich mische Sachen ab, ich mastere Sachen. Bin eigentlich für die gesamte Kette zuständig, von der Idee bis zum fertigen Produkt. Im Studium fand ich die Auseinandersetzung vor allen Dingen mit neuer Musik sehr spannend. Ich habe dadurch ganz viele neue Perspektiven auf künstlerisches Schaffen im Allgemeinen gewonnen. Norbert Fröhlich und Louis Pehner sind in dem Bereich auch einfach sehr kompetente Ansprechpartner. Ich war bei Norbert Fröhlich ganz oft in Sprechstunden und habe mit ihm auch an einem Stück von mir gearbeitet. Das Stück heißt Mimekis, ist für ein Klavier mit Körperschallwandler und Einspielung und einen Performer. Und das werde ich euch jetzt erstmal ein bisschen zeigen. Das ist das Klavier, mit dem ich das Stück gemacht habe. Und das ist ein altes Klavier von Musikdesign. Das war dann noch im Lab damals, als wir noch in der Bibliothek drin waren. Das war beim Umzug dann übrig und ich konnte das für meine Komposition verwenden. Ich habe das für die Komposition auch ein bisschen verstimmt. Das war insofern ganz cool, weil ich dadurch nochmal ganz andere Klänge aus dem Klavier rausholen kann, als ich das sonst hätte machen können. Zusätzlich dazu habe ich mit ungewöhnlichen Materialien gearbeitet, mit einer Saitenschlaufe, Visitenkarten und mit einer Schraube, mit dem man halt die Saiten bedient. Dieser Kontaktlautsprecher wird bei der Performance in den Flügel geklebt und über den werden dann die Klänge eingespielt, die ich mit dem Klavier hier aufgenommen habe. Dadurch entsteht so ein bisschen die Illusion, als würde der Flügel von selber spielen und wenn die Teile kommen, in denen auch gesprochen wird, von selber sprechen. Und dadurch tritt so ein bisschen der Flügel auch in Interaktion mit dem Performer. Die Idee des Stücks ist im Tontechnikunterricht entstanden. Da war die Aufgabe, dass wir irgendwas mit Sprechern machen sollten. Da bin ich recht schnell auf den Gedanken gekommen, dass ich doch einen Hip-Hop-Text nehmen möchte. Bin dann auf Mimekis gekommen, weil der sehr schön lyrische Texte hat. In dem Stück geht es hauptsächlich um den Prozess von Neukontextualisierung, also eigentlich sowas wie Sampling, nur dass ich halt Textversatzstücke nehme aus Texten, die schon existieren und die halt in Kontexte einbinde, die für Hip-Hop komplett untypisch sind. 5 Wochen im Krankenhaus liegen. Für den Satz, guck mal, ich kann fliegen. Für das Stück ist der Performer unglaublich wichtig. Also es ist ja so, dass sehr viele Sachen nur im Playback passieren. Und dadurch ist die Notwendigkeit von der Inszenierung eigentlich schon irgendwie mit einkomponiert. Deswegen ist es da auch ganz wichtig, dass der Performer da eine gewisse Spannung hat, gut reden kann. Wir verlangen doch nur nach 5 Minuten Himmel. Ich will doch nur, dass wir uns erinnern. Deswegen ist es auch besonders geil, dass ich hier an der Musikhochschule studieren kann, weil hier gibt es halt Leute, die sowas performen können und die dazu in der Lage sind. Das war in dem Fall der Jakob Fauser, das ist ein Schulmusikstudent und ich finde, der hat das wahnsinnig gut gemacht und ich bin ihm super dankbar dafür. Nehmt mir das nicht weg! Sie streiten über Geldfragen. Das ist halt Existenz. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Einblicke bekommen, was man in Musikdesign so machen kann. Ja, vielleicht sieht man sich ja.